Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es mal wieder um einen Haul. Richtig, wir gucken uns noch nicht das hier an, was ich eigentlich in der Woche zeigen wollte. Die Woche war ein bisschen turbulent für mich, demnach bin ich nicht dazu gekommen. Ich werde euch das Video morgen nachreichen. Heute gucken wir uns erstmal alles an, was ich gekauft habe, weil heute war in Elmshorn wieder die Schallplattenbörse im Kranhaus. Das ist jetzt nichts Riesiges. War noch gefühlt dieselben Händler wie beim letzten Mal da, aber man bekommt immer ein, zwei schöne Sachen und ich habe da ein paar coole Sachen bekommen. Aber ich habe natürlich auch andere Sachen gekauft in den letzten Tagen, die ich euch erstmal zeigen möchte, bevor wir zu dem Börsenhaul kommen. Und wir starten hier natürlich mit der 50th Anniversary von Kiss Destroyer. Das ist natürlich für mich ein Hammer. Das ist mein absolutes Lieblingsalbum neben der Unmasked von Kiss. Das Destroyer-Album hat keinen schlechten Titel. Es ist ein atmosphärisch absolut geiles Album, das für mich irgendwie das Kiss-Album in meiner Kindheit schlechthin war. Ich fand es aber geil, wie es anfängt mit diesem Typen, der am Auto schraubt, dann den Unfall baut, dann kommt Detroit Rock City, dann haben wir da Best drauf, Shout It Out Loud. Great Expectations finde ich großartig als letzten Song auf der Platte. Das Ding ist einfach gespickt mit geilen Songs. God of Thunder nicht zu vergessen. Alle Songs sind geil auf dem Album. Es ist einfach ein geiles Album. Und das Ding kommt hier in einer wunderschönen Version. Metallic Gold Purple Fire Vinyl. Das Logo, ihr seht es schon, nicht das typische rote Logo, was so wie ein bisschen in den Gelb übergeht, sondern wir haben ja ein goldenes Logo. Sehr geil. Das Ganze dann auch embossed, die glänzen, die Figuren. Sehr cool auf jeden Fall. Ein Highlight, genau wie das Ding hier. Wer meine Shorts gesehen hat, hat es schon gesehen. Ich habe beide schon gezeigt so ein bisschen. Das Geile ist, viele haben Seam Split bei der Lieferung, weil die Liquid Vinyl in der Verpackung rumschleudert. Hier seht ihr außerdem das Standard-Logo, was eigentlich auf der Destroyer drauf ist. Meine ist Gott sei Dank heil angekommen. Also da muss ich wirklich Daumen hoch für Kiss Store Deutschland oder Universal in dem Falle wahrscheinlich auch, weil ich habe immer, Universal steht immer drauf, wenn man das dann irgendwie bekommt. Die machen sehr gute Arbeit im Gegensatz zu den Sachen, die man aus Kiss USA Store bekommt oder aus dem UK Store. Absolute Katastrophe. Vom Kiss UK Store kann ich jeden nur warnen, bestellt da nicht. Das ist der hinterletzte Verein. Kiss Deutschland hier macht mit dem Store bisher alles richtig, auch wenn nicht alles verfügbar bei denen ist. Aber trotzdem die Sachen, die man haben möchte. Außerdem, es gibt eine neue Single, Flaming Youth. Und das Geile ist, ich wollte eigentlich ein extra Video dazu machen, aber ich schaffe das nicht zeitlich. Die kostet mit T-Shirt nur 50 €. Mit Porto 55,95 €. Also geiler geht's nicht. Neulich kommt eine Single mit einem Pulli raus. Da wollen die 150 für haben, wo ich mir fast einen Akkubohrer durchs Hirn jagen wollte. Und jetzt kommen sie hier mit einer Single, also nicht die hier, sondern die Flaming Youth Single und einen echt geilen T-Shirt für einen Fuffi. Habe ich natürlich sofort bestellt, werdet ihr auf meinem Kanal sehen. Also wer Interesse hat, geht in den kissstore.de und holt euch dafür ein Fuffi mit T-Shirt die geile Single von Flaming Youth. Auch in so einem Marbled Vinyl irgendwie, ist ganz witzig. Also nichts, was man eigentlich wirklich braucht, weil gab es früher schon so in der Art. Aber also für den Preis fand ich es echt okay. Gehen wir weiter zu meiner momentan, ich sag mal, Lieblingsband. Es ist wirklich gerade so ein bisschen die Band, die ich am meisten höre, die ich gerade am meisten feiere und wirklich so eine Liebe entfache, wie ich es im Prinzip bei Kiss habe, und das ist Machine Head. Nachdem ich jetzt auch noch die Band treffen konnte, Rob Flynn mal drücken konnte, ja, gedrückt habe ich ihn jetzt nicht, aber ne, es war trotzdem schön, Rob Flynn mal die Hand auf die Schulter zu legen. Ich habe mich seitdem nicht mehr gewaschen, ich stink wie ein Iltis. Nein, Spaß. Also, Machine Head, eine meiner Lieblingsbands, und ich habe mir die hier geholt. War eine Record Store Day Variante von vor ein paar Jahren. Ich weiß nicht genau, wann sie rauskam. Gab es zu Killers and Kings. Ich finde das Lied außerdem echt schlecht. Also ich finde nicht alles von Machine Head geil. Das ist einer der Songs, den ich echt nicht gut finde. Trotzdem ist dieses Teil hier geil, weil wir kriegen 10-Inch Vinyl und das Ganze in 4 verschiedenen Cover-Varianten. Ich besitze bisher die Devil-Variante und jetzt habe ich hier die High Priest-Variante oder High Priestess.
Es gibt dann noch irgendwie so einen Skull-Reiter, so einen Skull Knight oder irgendwas und ich glaube noch irgendein Ding. Die fehlen mir noch. Das Ding hier lasse ich auch zu. Die gibt es dann zweimal im roten Vinyl, zweimal im blauen Vinyl. Das ist hier blau und die lasse ich auch original versiegelt, weil erstens, ich mag den Song nicht, ich werde ihn nie auf Vinyl hören und ja, ich habe schon eine offene, demnach, da ist überall dasselbe drauf, nur das Cover ist unterschiedlich. Und ich bin jetzt gerade auf der Jagd, das Ganze komplett zu kriegen. Ich habe sie tatsächlich damals nicht 4-mal gekauft, weil ich den Song so kacke fand. Jetzt bereue ich es ein bisschen, aber egal. Gehen wir weiter mit Machine Head. Ich könnte euch auch noch 4 Tour-Poster zeigen, die ich geholt habe. Unter anderem habe ich das Poster von Berlin bekommen zur aktuellen Tour. Ich suche immer noch das Poster von Hamburg zur aktuellen Tour. Falls irgendjemand weiß, wo man es bekommt, ja, schreibt es mir gern. Ich habe Interesse an dem Hamburg-Poster. Dann haben wir hier Machine Head Imperium. Es ist tatsächlich eine CD. Und das Ganze, ihr seht es schon, One-Track Promo Unmastered. Ich konnte sie leider noch nicht hören, weil ich besitze keinen CD-Player mehr. Meine PlayStation 4 hat es auch nicht abgespielt. Demnach hänge ich gerade so ein bisschen in der Luft und weiß nicht genau, wie es klingt. Das Ganze, ihr seht es schon, ist beschmiert worden. Und das ist nicht nur beschmiert, es ist unterzeichnet von Adam Deuce, heißt er, glaube ich. Ein ehemaliger, ich glaube, es war der Gitarrist der alten Zeit oder Bassist. Nee, der Gitarrist, glaube ich. Und ja, der hat das Ganze hier original unterzeichnet. Habe ich bei eBay geschossen. Da seht ihr es, Imperium. Es ist nur ein Song drauf. Promo, sehr cool. Mit der Unterschrift konnte ich da nicht Nein sagen. Ja, bevor wir zum Haul kommen vom heutigen Tage, dieser, ja, die Plattenbörse, haben wir hier einmal Overkill Bloodletting von Church of Vinyl. Ich habe ja schon neulich ein Video gemacht. Dazu kommt auch noch ein Video. Ich zeige das nur mal schon, weil es in den Haul mit reingehört. Die andere steht hier auch noch rum. Ich zeige sie euch kurz. Das Video habe ich schon gemacht, wer es noch nicht gesehen hat. Sehr geiles Teil. Und die hier gucken wir uns nächste Woche einmal an. Da werde ich dann das Video in die Woche schieben. Es kommt definitiv noch. Habe es halt zeitlich auch noch nicht geschafft. Und da ich jetzt erstmal die KISS-Sachen zeigen möchte, weil die, denke ich mal, ja, für euch wichtig sind, die neue 50 Jahre Version von Destroyers zu sehen, werde ich das vorziehen. Und das Ding gucken wir uns einen Tick später an. Kommen wir zum Haul von heute. Da haben wir einmal das Teil. Und ich bin mir gerade nicht so richtig sicher, ob ich die schon habe oder nicht. Warum habe ich sie mitgenommen? Weil sie ja Metallica drauf hat und sie hat 8 € gekostet und die war in einem Bundle, was ich genommen habe ich es dann noch billiger gehabt. Ich glaube, die war am Ende fast umsonst. Also das Ding hier, ich bin mir nicht sicher, ich muss gucken, ob ich sie habe, weil ich habe so eine schon, aber da gibt es halt viele, die ähnlich aussehen. Ja, das Ding auf jeden Fall mitgenommen. Ich finde das Cover ganz geil und es ist Metallica drauf. Demnach habe ich sie eingepackt. Dann ein Album, was ich endlich mal in guter Qualität gefunden habe. Alice Cooper. Ich bin kein großer Fan, ich habe schon oft gesagt, aber das Album zählt für mich zum besten Alice Cooper Album, was er gemacht hat. Ich mag halt den Stil nicht ganz so gerne, den er macht. Hier aber Poison natürlich ein Hammer. Song Bed of Nails auch geil. Also hier sind einige Songs drauf, die wirklich richtig gut sind von Alice Cooper. Das Ding, ja, auf jeden Fall für mich ein Klassiker. Sind ein paar Hundehaare drauf. Ich muss sie mal durchwaschen anscheinend. Und der Zustand ist halt gut. Ich habe sie öfters schon gesehen, oft im echt schlechten Zustand. Jetzt habe ich sie endlich mal in einem richtig guten Zustand bekommen und kann sie auch in meine Sammlung packen. Ja, dann eine Band, die ihr auch schon oft auf meinem Kanal gesehen habt, in Hauls, The Almighty. Ich liebe das Logo von The Almighty, habe ich auch schon oft erwähnt. Sie waren damals 93 Vorband in Bremen von Iron Maiden. Und ich muss gestehen, dann kam dieser Song Jesus Loves You und der hat sich bei mir eingebrannt. Das ist eine richtig geile Ballade. Hat mich dann so ein bisschen so ist vielleicht nicht der beste Vergleich, aber Poisons Every Rose Has Its Thorn so erinnert und ich fand es einen geilen Song und habe mir dann damals da eine Almighty Pudelmütze gekauft, so eine Wintermütze und ich liebe einfach dieses Symbol und das machen sie mir echt geil. Es ist auf jeder Platte und jeder Picture Disc drauf. Ich zeige die jetzt mal hier, weil dafür gibt es jetzt kein extra Video. Hinten ist ein Foto drauf. Ich habe die
so in der Art noch nicht. Ich habe ja schon ein paar Picture Discs, das habe ich fast weggeschmissen. Und das Ding hier ist irgendwie limitiert. Das hat eine ganz, ganz leichte Welle. Und der Typ hatte es für 8 Euro da stehen. Am Ende habe ich sie wegen der leichten Welle für 5 Euro bekommen. Die Welle ist wirklich sehr leicht. Das wird nicht springen oder so. Kann man vielleicht sogar im Sommer mit ein bisschen unter Glasplatten in der Sonne vielleicht wieder begradigen. Mir ist es egal. Ich werde die nicht groß spielen. Das ist eher wegen dem Bild, dass ich sie in die Sammlung packe. Das Ding, ich finde es optisch sehr geil. So, bevor wir zu den beiden Highlights kommen, zeige ich euch mal Tapes, die ich gekauft habe. Auch die waren ein Schnapper. 5 Stück für 30 Euro. Dafür bekommt man stellenweise manchmal ja nicht mal 2 bei eBay mit Porto. Deswegen starten wir hier mit Dynasty. Das ist, glaube ich, die Vogue-Version, hat aber ein anderes Cover, weil ich habe diese Vogue-Version schon. Ich weiß nicht, ob die Hülle original ist, weil da steht TDK drauf. Ich glaube, die wurde ersetzt, aber das Innenteil, wenn man es öffnet, sieht anders aus als meine von der Vogue-Version, die ich habe. Ist aber eine französische. Also hier auf jeden Fall sehr cool. Dynasty als Musikkassette. Und dann, oh, ich spoilere hier schon ein bisschen das Highlight eigentlich. Kiss Alive 3. Auch das hier als ja, Tape. Habe ich auch noch nicht. Dann haben wir hier Kiss Killers, ist jetzt glaube ich nicht so ein seltenes Ding, aber auch die, ja, sehr schön, Original Musikkassette. Und dann kommen wir zu den Highlights des Ganzen. Da haben wir hier nämlich einmal Metallica Kill 'Em All, ist wohl eine polnische, nicht offizielle Version. Kaum zu finden, muss man echt sagen. Ich habe kaum was darüber gefunden. Bei Discogs sind 3 verschiedene Versionen gelistet. Meine hat halt hier dieses Procom-Logo drauf. Da steht auch nicht Kill 'Em All auf der Kassette oder so. Oder Metallica, nur dieses Procom. Und dann kommen wir zu der Version. Ich habe leider kein Kassettentape momentan mehr. Meins leiert. Ich muss es mal irgendwie reparieren lassen. Ich habe eigentlich ein gutes vom Pioneer. Und da habe ich diese hier, Kiss Alive 2. Und das ist sehr geil, weil das ist irgendwie auch so eine nicht offizielle. Aber ich weiß nicht, ob die Kassette, die hier drin ist, wirklich dazugehört. Weil bei Discogs ist die weiß beklebt und es steht Kiss Alive 2 drauf. Vielleicht gibt es da auch mehrere Versionen. Ich hoffe, dass es wirklich drauf ist, was da drauf sein soll. Ansonsten, ja, ist auch die super selten. Auf jeden Fall schon das Cover zu haben, ist schon mal ganz geil. Demnach, ich hoffe, dass auf der Kassette das drauf ist. Wer mehr darüber weiß und wer weiß, ob das wirklich die richtige Kassette ist, schreibt es mir gerne in die Kommentare. So, jetzt kommt ein Ding. Über sowas freue ich mich immer. Das sind so Sachen, wo man losgeht und denkt sich so, sowas erwartet man nicht mitzunehmen, weil man gar nicht erwartet, sowas zu finden. Und zwar steht hier einfach nur draufgeschrieben Electronic Body Music und ihr wisst, ich mag Front 242, Nightsa App, Project Pitchfork, And One, alles was in diese Synthpop Electronic Body Music Richtung geht. Und das Ganze hier ist eine Testpressung. Und der Verkäufer wusste Gott sei Dank recht gut Bescheid und hat mir bei Discogs gezeigt, welche das ist. Und das ist der Sampler This is Electronic Body Music. Der ist relativ häufig zu bekommen. Ist ein Sampler, den ich damals schon hatte, mir jetzt dann auch auf Vinyl wieder geholt habe. Da sind vorne so 2 Gasmaskentypen drauf. Oben links steht dann halt This is Electronic Body Music in so einem roten Quadrat. Und das ist die Testpressung davon. Und da habe ich mich mega, mega gefreut, weil das ist ein ganz geiler Sampler. Da ist nämlich ja, Cassandra Complex, Front 242 drauf. Ich glaube Split Second und sowas auch. Also sind ein paar coole Bands. Und das Ding hier, ihr seht es schon, unverkäufliches Muster. Top-Zustand der Platte. Cover leider beschriftet worden, aber es ist eh nur ein weißes Generic Cover. Da kann man sowieso ja, sich ein neues holen und drüber machen. Ich finde es einfach geil, dass ich so eine Testpressung gefunden habe, weil das ist was jetzt nicht überall rumliegt und ja, 12 Euro damals. Ich hatte jetzt mit diesem ganzen Deal mit der Alice Cooper und dieser Metal Hammer habe ich am Ende dann jetzt, ich glaube 40 bezahlt. Ist für mich völlig okay. Okay Preis, besonders für die Alice Cooper, weil sie im geilen Zustand ist. Aber das Ding hier hat mich richtig gefreut. Ich liebe so eine, ja, Kuriositäten. So, und jetzt kommen wir zu was ich bisher noch nie gemacht habe. Ich habe tatsächlich mir ein nicht offizielles Metallica Box-Set geholt. Und das Ding gucken wir uns in einem extra Video an, weil es ist durchaus wert. Ich bin nicht, also ich bin ein riesen Metallica-Fan, aber ich bin nicht so der Metallica-Bootleg-Sammler. Aber das Ding hier ist wirklich echt ganz geil. Und ich hatte irgendwie
ja, nichts anderes mehr gefunden, hat dann überlegt, denkst so, oh, nimmst du die mit, nimmst du die nicht mit? Ich habe sie am Ende mitgenommen und 95 Euro, ja, ist okay, sagen wir so. Für das, was drin ist, auf jeden Fall okay. Es sind 3 Schallplatten. Da sind KISS-Boxen oftmals weitaus teurer. Deswegen ist der Preis hier echt angemessen. Es sind so eine Karten drin. Wir gucken uns das alles demnächst an. Das Ding ist wirklich schön. Es gibt anscheinend 320 Stück. Hier ist oben 34 von 320. Keine Ahnung. Auf jeden Fall cooles Ding. Schöne Box. Ja, mein erstes Metallica Bootleg. Also nee, ich habe schon weiteres, aber halt mein erstes Boxset, so rum. Und das war mein Haul von heute. Morgen gucken wir uns die Destroyer an. Definitiv. Das war jetzt alles, was ich ergattert habe jetzt die letzten Tage. Und auf jeden Fall auch heute. Hat Spaß gemacht, auf der Börse da wieder rumzustöbern. Ich habe auch diesmal nicht so viel Geld mitgenommen, weil ich eigentlich mich selber so ein bisschen einschränken wollte, weil es gab echt noch Sachen, wo ich Interesse hatte. Es gab eine geile Fraley's Comet, nicht offizielle, die anscheinend auch neu ist, die ich auch bisher noch nicht kannte, weil ich bekomme demnächst eine, aber nicht die. Deswegen scheinen da draußen auch Sachen unterwegs zu sein, die mir nicht geläufig sind oder die ich auch nicht angeboten kriege oder wie auch immer. Ja, wird wahrscheinlich auch bald in meiner Sammlung landen. Was bleibt mir anderes zu sagen? Lasst einen Daumen fürs Video da, einen Kommentar, was ihr von den Sachen haltet, die ich hier so ergattert habe und ein Abo, Daumen, weiß nicht, was ich vorher gesagt habe. Habt ein schönes Wochenende. Wir hören uns morgen auf jeden Fall wieder. Keep on rockin'. Tschüss.